Hallo und willkommen zu unserer heutigen Betrachtung. Ja, heute geht es um eine ziemlich hitzige Debatte, ausgelöst durch die gescheiterte Wahl von Frauke Brosius-Gersdorf ans Bundesverfassungsgericht. Du hast uns dazu zwei sehr meinungsstarke Artikel aus der FAZ mitgebracht. Einer von Friedrich Wilhelm Graf, der andere von Peter Schallenberg. Genau, zwei Texte, die das Thema aus sehr unterschiedlichen Winkeln beleuchten. Und im Kern, da geht es um ganz große Begriffe, oder? Naturrecht, Rechtspositivismus, Menschenwürde, Recht auf Leben. Ja, das klingt theoretisch, aber es wird sehr konkret, gerade wenn man an die Abtreibungsdebatte denkt. Absolut. Okay, fangen wir mal mit dem Naturrecht an. Graf kritisiert ja ziemlich scharf, dass die CDU-Abgeordnete Winkelmeier-Becker sich darauf berufen haben soll, um ihre Ablehnung zu begründen. Er sagt, Vorsicht, das Konzept ist historisch belastet. Man denke nur an die Nazis, Blut und Boden und so weiter, oder wie es genutzt wurde, um Ungleichheit zu rechtfertigen. Ja, das ist einer Punkt. Und er meint auch, es sei oft vage, umstritten, selbst innerhalb der Kirchen. Er erwähnt ja Bratzinger, der die Idee, Normen direkt aus der Natur abzuleiten, auch problematisch fand. Stimmt, den Bezug stellt er her. Und dann kommt noch dieser Verweis auf den naturalistischen Fehlschluss. Also, nur weil etwas biologisch ist, heißt das eben nicht, dass es rechtlich so sein soll. Ja, das ist die klassische Kritik am Naturrecht. Aber Schallenberg sieht das halt komplett anders. Er verteidigt eine, sagen wir, moderne Form des Naturrechts. Er nennt es Vernunftrecht als Personenrecht auf Leben. Es geht ihm nicht um simple Biologie, sondern um eine tiefere philosophische Einsicht, diese unbedingte Heiligkeit, die Unantastbarkeit jedes menschlichen Lebens. So wie es ja auch in Artikel 1 unseres Grundgesetzes steht. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Und er sagt, das ist keine rein katholische Idee, das kann man vernünftig nachvollziehen. Er zitiert da sinngemäß Augustinus und Hannah Arendt mit diesem Satz, ich will, dass du da bist. Das sei so ein fundamentaler Akt der Anerkennung. Okay, aber ist das nicht genau die Sorge von Graf, dass diese Berufung auf eine scheinbar klare Vernunft oder Natur historisch eben problematisch war? Genau. Und dass sie in unserer pluralen Gesellschaft vielleicht gar keine gemeinsame Basis mehr bietet. Wer definiert denn dann diese Vernunft? Ja, berechtigte Frage. Und die führt uns direkt zum Kern, nämlich zur Verbindung von Menschenwürde und Lebensrecht, gerade beim Embryo. Schallenberg zitiert ja die Position, die er Brosius-Gersdorf zuschreibt. Ob das ihr zustimmt, sei dahingestellt. Aber er legt ihr nahe, sie meine, man könne Lebensrecht und Menschenwürde trennen. Ah, okay. Also dem frühen Embryo käme zwar Lebensrecht zu, aber eben noch nicht die volle Menschenwürde. Genau das ist der Knackpunkt für Schallenberg. Und da argumentiert er vehement dagegen, für ihn sind Würde und Lebensrecht untrennbar. Absolut untrennbar. Ja? Die Würde sei absolut, sie gelte von Anfang an, für jeden Menschen. Und die aktuelle Regelung zur Abtreibung, dieses rechtswidrig, aber straffrei, das sei halt ein juristischer Kompromiss für Konfliktsituationen. Aber der ändere nichts am Grundsatz. Genau. Er meint, es ist eben kein Fehlschluss aus dem Sein des Embryos, also seiner Existenz, auf sein Schutzsollen zu schließen. Das sei vielmehr Teil unserer philosophischen Tradition, sogar Grundlage des Sozialstaats. Bei der Würde selbst, sagte er, da ist kein Kompromiss à la Kelsen möglich. Verstehe. Das heißt, für Graf ist die Frage eher, wie wir das politisch regeln, in einer Gesellschaft mit vielen Überzeugungen. Richtig. Während Schallenberg auf einer fundamentalen Wahrheit über die Würde beharrt, die quasi nicht verhandelbar ist. Exakt. Graf betont die Komplexität, die kulturelle Bedingtheit von Normen, er erwähnt ja auch Troeltsch, er sieht die Notwendigkeit von Kompromissen, so wie der Rechtstheoretiker Hans Kelsen das für die Demokratie als essentiell beschrieben hat. Der Staat muss weltanschaulich neutral sein, sagt Graf. Ja, und deshalb passt für ihn auch die Haltung der EKD, die ja eine Reform des Abtreibungsrechts befürwortet, eher in dieses Bild, eine alleinige Berufung auf ein spezifisches christliches Menschenbild oder eben Naturrecht, hält er für problematisch in diesem Kontext. Graf kritisiert ja dann auch die politische Ebene ziemlich direkt, diese geplatzte Absprache bei der Richterwahl. Ja, das kommt noch dazu. Er sieht darin mangelnde Demut vor diesen komplexen Fragen und einen Vertrauensbruch, der Demokratie am Ende schadet. Und das wirft natürlich die Frage auf, wie unsere Institutionen, wie eben das Bundesverfassungsgericht, mit solchen fundamentalen ethischen Differenzen umgehen sollen. Das Gericht soll ja bewusst pluralistisch besetzt sein.
Wie können Richterinnen und Richter mit ganz unterschiedlichen philosophischen Hintergründen dann Recht sprechen, wenn die Grundlagen selbst so umstritten sind? Das Gericht muss diese Spannung aushalten, meinst du? Ja, genau das. Es muss auf Basis des geltenden Rechts entscheiden, aber diese philosophischen Tiefenkonflikte sind halt da. Okay, fassen wir mal zusammen, was wir jetzt gehört haben. Wir haben hier also zwei grundverschiedene Haltungen. Ja. Auf der einen Seite das Pochen auf unbedingte, quasi Natur- oder vernunftgegebene Rechte und eine Würde, die nicht verhandelbar ist. Das ist so die Linie von Schallenberg. Richtig, die auf dem Absoluten beharrt. Und auf der anderen Seite die Betonung von Komplexität, Pluralismus, historischer Bedingtheit und eben der Notwendigkeit politischer Kompromisse in einem weltanschaulich neutralen Staat. Das ist eher die Perspektive von Graf. Genau, die eher die prozedurale Seite und die gesellschaftliche Realität betont. So, und was nehmen wir jetzt mit? Oder besser, was nimmst du daraus mit? Ja, das führt zu einer wirklich spannenden Frage, finde ich, die du für dich weiterdenken kannst. In unserer Gesellschaft, in der traditionelle Gewissheiten, ja, durch Wissenschaft, durch Pluralismus immer mehr herausgefordert werden, wie finden wir da eine gemeinsame ethische Basis für unsere Gesetze? Gerade wenn es um so fundamentale Dinge wie individuelle Freiheit und den Schutz des Lebens geht. Eben. Wie können wir Regeln vereinbaren, wenn schon die Begriffe und Konzepte, auf denen sie aufbauen sollen, wie eben Würde oder Naturrecht, wenn die selbst Teil des Streits sind? Ja, das bleibt eine zentrale Herausforderung. Keine einfache Antwort in Sicht. Definitiv. Eine Aufgabe für uns alle, darüber nachzudenken.